Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen YouTube-Video. Heute soll es mal so ein bisschen um was Neues geben, die Feldausrüstung, die jetzt ansteht und kommen soll. Das kommt jetzt am Sandbox-Server, da wird ein bisschen mit getestet und ich würde sagen, da reagieren wir einfach mal drauf und schauen uns das Ganze an. Let's go. Every tanker has their favorite vehicle, or even several vehicles. Their first Tier 10, a legendary tank from museums and historical movies. A vehicle they won an incredible battle with. You fought hundreds or even thousands of battles. Your vehicle is fully decorated with progressive decals, but you still enjoy playing it like it was the first time. And here's the thing, even your favorite tank sometimes lets you down. Maybe its speed is too low, its aiming time too long, or reload too slow. Of course, you can mount equipment and select directives, but you want to fine-tune your favorite vehicle to make it truly yours. Not like others. Like a real car. Steering wheel cover, window curtains, you can go even farther. Chip-tune the engine and enhance the gearbox. Then the car will meet all your expectations. It's a pity you can't do the same in the game. Or can you? Junge, die Tuning Company, Jungs, die Tuning Company. Also ich bin mal echt gespannt. So ein bisschen Angst habe ich davor, was die jetzt gerade da bringen werden. Ich hoffe, das, also... Let's see, boys. Let's see. Field modification testing will soon start on the Sandbox server. This completely new mechanic will allow you to fine-tune the characteristics of your favorite vehicles. You can adjust their combat capabilities to fit the battle conditions and your personal preferences. In a nutshell, you can inject new life into them. This is not changing the vehicle role on the battlefield. This is a tuning of specific characteristics that are personally important to you. The Sandbox test server is an excellent way to check how an idea performs in combat conditions, to identify ambiguous aspects of the idea, and to adjust it to meet the player's needs. Field modification is available to all Tier 6 to Tier 10 vehicles, except for rental vehicles and vehicles for special game events. It unlocks right after the vehicle receives elite status. Field modification includes 3 types of modifications: standard, dual, and special. They form a modification tree that differs depending on the vehicle tier and battlefield role. The higher the tier, the more modifications available. Tier 10 vehicles have available the maximum number of modifications. You already know vehicle... Junge, was passiert hier gerade, Chat? Was passiert hier gerade? Übertreiben die es gerade einfach komplett? Also, wir müssen uns das gerade mal kurz vorstellen, okay? Wir grinden ein Fahrzeug 2 Monate lang, haben es erforscht, haben es Elite. Und dann kommt der nächste Grind auf uns zu. Jetzt wollen sie, also das, was ich jetzt gerade so ganz spontan sage, oder sehe zumindest. Wir haben einen Anfänger oder einen relativen, naja, ich sag mal den normalen Spieler, der einfach grindet und gegen das gleiche Fahrzeug spielt, was komplett ausgebaut ist, mit diesen ganzen Eigenschaften. Das ist ja dem gnadenlos, also komplett gnadenlos unterlegen. Roles from ranked battles, although they will slightly differ in this case. The modification tree will take roles into consideration. For example, the modifications for the Mouse and T-57 Heavy provide different bonuses because their combat use is different. Standard modifications are unlocked when the field modification level is increased. They provide a small boost to one vehicle characteristic, depending on the role. For example, a heavy tank with such a modification has a few more hit points. A few more hit points. 7% mehr Hitpoints vom Vehikel. Dann packen wir noch das dementsprechende Modul rein und kriegen auf einmal 3.500 AP auf die Maus, wobei die nur 3.000 Standard hat zum Beispiel, ja. Oder sogar noch mehr. What is going on here? After you receive standard modifications, you unlock dual modifications.
They allow your vehicle's characteristics to be redistributed so that it becomes more effective in one. Okay, das heißt also, diese Sachen haben nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Das ist schon mal gut zu sehen. Das heißt also, wenn du dich für eins entscheidest, hast du auch Nachteile auf dem Fahrzeug, nicht nur Vorteile. Das ist schon mal in so einer Änderung theoretisch positiv. Also ganz wichtig ist es noch am Sandbox-Server. Das muss da 3 Etappen durchlaufen, dann kommen 3 Etappen Testserver und dann erst kommt der Live-Server. Also alles noch ganz, ganz weit weg, aber jetzt schon mal drüber nachdenken und eine Meinung bitte dazu abgeben. One aspect, although at the cost of another. Dual modifications do not stack and are always mirrored. For example, if one modification speeds up reload time but slows down aiming, the other has the opposite effect. It improves aiming but slows down reload time. You can choose only one of 2 dual modifications. Once one is selected, the other becomes unavailable. However, you can always change your mind and switch to the other modification. Or you can choose neither of the 2. If it is cancelled, the dual modification is not saved. It will need to be repurchased. Special modifications comprise the final group. There are 3 of them, and each provides tools that will prove useful to many players. The first modification enables the Essentials Loadout, which is an additional set of consumables and Welche eine weitere Reihe von Munition und Verbrauchsmaterialien für die Schlacht umfasst. Alter, was passiert hier gerade? Das ist ja ein kompletter Game-Change, wenn du auf der Batchat statt 30 Schuss auf einmal 40, 45 Schuss mitnehmen kannst. ammo to take into battle. It doesn't replace your main set, but rather it unlocks new opportunities. When you join a battle and evaluate the balance of forces, you can select one of 2 vehicle loadouts before the battle starts. Das habe ich nicht ganz verstanden, aber man kann jetzt im Game anscheinend, wir sagen zum Beispiel, wir nehmen jetzt an, das finde ich tatsächlich gar keine so schlechte Sache. Warum? Erkläre ich euch. Wir nehmen zum Beispiel an, bin mit der Batchat, wir nehmen die Batchat als Beispiel. Ich bin mit der Batchat auf Sand River, also auf Wadi, ja. Da brauche ich deutlich mehr APCR oder zum Beispiel auf Bokorovka, auf was auch immer, brauche ich deutlich mehr APCR, weil es offene Flächen sind und ich deutlich mehr snipen muss. Jetzt nehme ich an, ich bin mit der Batchat auf Himmelsdorf. Dort brauche ich deutlich mehr Heat-Munition, einfach wegen dem Penetration und vor allen Dingen, weil ich die Heavy Tanks auch frontal penetrieren möchte und nicht nur die ganze Zeit rumflankieren. Sonst kann ich dort dementsprechend auch mal frontal angreifen. Zum Beispiel. Damit könnte das ganz interessant sein. Finde ich interessant. Oder zum Beispiel, wir sind mit einem Heavy Tank auf einer offenen Karte. Auf dem Heavy Tank habe ich dann statt einer Lüftung zum Beispiel einen Splitterschutz drauf. Als Beispiel, ja. Einfach, weil man sieht, okay, hier gibt es 3 Artis und dementsprechend brauche ich jetzt hier einen Splitterschutz. Finde ich erstmal interessant. Die Frage ist halt immer, kostet mich das auch halt doppelt so? Dann ist es halt wieder so, Bro, Alter, yo, ich habe mir das so lange zusammengefarmt und jetzt muss ich das schon wieder doppelt ausgeben. Finde ich ein bisschen, also das fände ich schon ziemlich krass, aber ich meine, schwierig. Interessante Änderung, muss mal schauen, wie es umgesetzt wird. This will help you adjust to the conditions of the upcoming battle. The second special modification expands these opportunities by enabling a set of equipment and directives called the Auxiliary Loadout. If you install an element that is also in your main loadout, it doesn't require additional expenses. Ihr könnt ein Zubehör in beiden Sets für ein Fahrzeug montieren. Okay, das heißt also, nur wenn man einen Slot ändert, das heißt also, wir nehmen jetzt an, wir haben in beiden einen Ansetzer drin, wir haben in beiden eine Lüftung drin, aber im einen spiele ich mit Optik und das andere mit Turboloader zum Beispiel, ja. Das heißt, ich müsste dort nur dann die Lüftung und also nur den einen Turboloader extra kaufen und bezahlen. Ja, auf die Schnelle habe ich mir jetzt noch nicht Gedanken dazu gemacht, ob das so gut ist, aber ich finde das finde ich tatsächlich fair. Das würde ich fair finden. Also ich finde es okay, dass man den auch noch kaufen muss. Weil, wie gesagt, es ist ein neuer Slot und die anderen Sachen bleiben erhalten. Das heißt, die muss man nicht nochmal kaufen, sondern halt nur das Neue. Und das finde ich okay. You can mount one equipment item into both sets for one vehicle. It will enable the creation of different loadout options for one vehicle while allowing you to select the most suitable one in a matter of seconds. Also, the essentials and auxiliary loadouts can be selected independently from each other. The third special modification allows you to assign a category to a second equipment slot. This is an additional option that helps you fine-tune your vehicle for yourself. You can choose one of 2 recommended options. The category differs from the first slot and matches the vehicle role in accordance with its battlefield objectives. For example, tanks with strong armor, in addition to better durability, can also increase their firepower or mobility. Medium tanks will enjoy not only a bonus to mobility,
Okay, das heißt, wir kriegen noch ein paar Prozente mehr drauf auf unsere Module, wenn wir die richtigen Module laut Wargaming dann auswählen für dieses Fahrzeug oder diese Fahrzeugreihe. Aber im Endeffekt, was passiert mit noch mehr Spezialfähigkeiten, noch mehr Möglichkeiten? Das Spiel könnte noch schneller werden, weil man wird noch schneller gespottet, man schießt noch schneller, man fährt noch schneller, alles immer noch schneller, immer noch besser. Das heißt, die Games dauern effektiv nicht mehr so lange, wie sie jetzt schon dauern. Das heißt, statt 5 Minuten vielleicht nur noch 4 Minuten 45. Zum Beispiel, weil 3-4% Boost überall ist natürlich auch meiner Meinung nach eine Gefechtszeitreduzierung von 3-4%. Könnte ich mir einfach so vorstellen. Weil wenn alles geboostet wird, kann ich mir vorstellen, dass man Panzer früher aufbekommt, mehr Schaden schneller macht, mehr Lebenspunkte hat. Ja gut, Lebenspunkte, klar, ist ein Gegenargument. Wenn man mehr Lebenspunkte hat, sollte ein Game auf jeden Fall eher länger dauern. Aber ganz ehrlich, kürzerer Reload, längere oder bessere View-Sichtweite ist ja natürlich auf jeden Fall gegenteilig von einem langsamen Match. Also to durability or spotting. Equipment mounted in a second slot, if it matches the category, will provide an increased effect, just like equipment in the first slot. Later, at any time, you may change your mind and select a different category for the second slot. Research, purchase. Jungs, also ganz ehrlich, wir müssen bald studieren für World of Tanks. Hilft alles nichts. Ich mache eine Ausbildung, aber hilft alles nichts. Ich werde Ausbildung jetzt abbrechen und werde World of Tanks studieren müssen, Alter. Was geht hier ab, ey? Junge, also die neuen Crew-Skills kommen. Es ist so viel. Es ist ja nicht mehr so, dass wir uns abends mal entspannt hier hinsetzen und sagen, ja, ich trinke mal ein Bier und zock mal World of Tanks. Sondern wenn du hier richtig erfolgreich sein willst, da muss man sich schon verdammt dahinter klemmen, ja. In Call of Duty, ja, mein Gott, in Warzone zum Beispiel, setzt du dich hin, grindest halt hoch die Waffe und dann hast du deine Config für die Waffe, die du halt gut findest und zockst halt die Waffe, ja. Aber hier, das muss ich beachten, hier gehe ich lieber darauf. Wir brauchen ja alleine schon 2 Stunden, bis wir hier dementsprechend unser Fahrzeug richtig ausgerüstet haben, wenn das so kommen sollte. And other operations involving modifications require experience and credits. During sandbox testing, the economy will be demonstrative. The values are not final and will be set once the idea is evaluated in collaboration with players and a decision about its future is made. It's also important to note that the dynamic characteristics panel has not yet been adjusted for field modifications. A field modification is an excellent way to make your favorite vehicle even more enjoyable for you, while sacrificing less important characteristics. Does your IS-4 traverse slowly? You can make it a little more maneuverable. Do you want your Object 268 to occupy advantageous positions faster? This is possible. Also man sagt jetzt ja vielleicht, Mensch, Algo, das sind doch nur 5 km/h mehr, liebe Freunde, aber manchmal ist es vielleicht genau diese kleine Millisekunde oder Sekunde, wo man früher da ist, früher eingezielt ist und diesen Schuss halt eben trifft. Do you want to improve the Leopard 1's accuracy a bit to highlight its sniper potential? You can simply select a corresponding dual modification. Of course, you'll have to sacrifice something in each of these cases, but this is a fair price for fine-tuning the vehicle or for improving key vehicle characteristics and smoothing over flaws, while... Also insgesamt, wie gesagt, ich finde es interessanten Punkt mit den Modulen. Auch finde ich es erstmal, sie bringen das rein. Was ich daran gut finde, dass es Vor- und Nachteile gibt, wenn man sich diese Module auswählt. Das heißt, wenn man schneller fahren möchte, hat man andere Abzüge, wenn man schneller einzielt. Wenn man schneller fährt, dann zielt man langsamer ein. Was auch immer, aber ja, solche Dinge. Considering your personal preferences and experience. Special modifications open a new dimension of tactical planning. It allows you to easily adapt to the fickleness of the matchmaker and prepare for any fight. You can prepare 2 sets of ammunition and consumables, then select the one you need depending on the map and position on the list. For example, finde ich auch interessant. Man könnte zum Beispiel als 10er-Panzer, ja, wenn du in ein reines Only-10er-Match kommst, wir nehmen zum Beispiel mal an, einfach beispielsweise 50B. Man hat den APCR, also Premium-Munition only, und kommt aber in 8er-Match rein. Kann man zum Beispiel auf das Setup wechseln, alles klar. Halb-halb, also halb AP, halb APCR, zum Beispiel auf einer Stadtkarte. Reicht mit einem 50B absolut aus, meiner Meinung nach. Zum Beispiel. Das finde ich sehr, sehr positiv. Also das finde ich ziemlich cool, dass man das dann untereinander switchen kann, ändern kann. You might not need a food consumable, large repair kit, and first aid kit every battle. You can save a little by selecting an automatic fire extinguisher and cheaper versions of the first aid kit and repair kit. Here's an even more specific example. Say you're in a light tank on Malinovka. You might have the standard equipment set with coated optics, improved ventilation, and gun rammer. But you might select an alternate configuration for passive scouting, binocular telescope,
commander's vision system, and camouflage net. With such equipment, you can spot even more while hiding in the bushes, instead of driving around and dodging enemy shells. Here's another example. You're in a Type 5 Heavy on Himmelsdorf. It has the typical equipment for countering high-explosive artillery shells, gun rammer, improved hardening, and spall. Genau, das meine ich zum Beispiel. Und jetzt stellt er um auf mehr Lebenspunkte und macht zum Beispiel den Splitterschutz, danke, den Splitterschutz raus. Liner. But the latter is not as relevant since you don't need additional protection from artillery on this map. That's why you can safely choose a loadout where you have an enhanced gun laying drive instead of a spall liner. Proper shooting is more important than protection in this case. Things get even more interesting with versatile medium tanks. The Object 140 can play differently on different maps, but one set of equipment for all occasions restricts its potential. However, with 2 loadouts available, the Object 140 becomes more flexible. On small city maps, you can do without coated optics and mount something to improve your firepower. Or you can improve your view range at the cost of shooting comfort on open maps. And there are several such examples for each vehicle. Everything depends on your position on the player list, maps, enemy lineup, and even game mode. Also es wird immer wichtiger und entscheidender, welche Fahrzeuge spiele ich, was kann ich mit diesen Fahrzeugen anstellen, welche Gegner habe ich, auf welche Gegner muss ich achten. Also man muss einfach, also ich sage mal so, das ist natürlich ein Vorteil, ein sehr, sehr guter Vorteil. Damit kann natürlich aber auch der einfache Spieler was anfangen. Das heißt, wenn ihr Coaching braucht, www.besserwerden24.de ist für euch da. Kein Thema. Nichtsdestotrotz, liebe Freunde. Ich denke, das ist ein sehr, sehr cooles Feature und ich finde das gut. 2 Lineups mitzunehmen und die dann einfach in-game zu tauschen, das macht okay, eigentlich auf der Karte brauche ich gar keinen Splitterschutz, sondern da brauche ich zum Beispiel jetzt Aimen. Da will ich DPM haben. DPM, Damage per Minute zum Beispiel. Oder ich brauche viel, viel mehr Premium-Munition oder ich brauche keine Premium-Munition. Mehr HE zum Beispiel, was auch immer. HE4, einmal komplett mit HE, dann splitted im Munitionslayout. Also da sind einige Möglichkeiten doch tatsächlich da und das finde ich gut. The option of selecting a loadout during the countdown to adjust to the situation will make your life in battle easier and perhaps Natürlich, blöd gelaufen ist es für die Leute, die erst nach den 30 Sekunden reinladen. RIP, einmal schon mal bitte an die, liebe Freunde. play a crucial role in the battle outcome, and having a choice is always better than not having it. A field modification is a fine-tuning of your favorite vehicles and an excellent tool to adjust to Also dieses Zeug mit den Leveln fühle ich absolut nicht bis jetzt. Das aber mit diesen Ingame-Switchen von Munition und zum Beispiel dem Zubehör finde ich gut. unpredictable matchmaking conditions. The new system won't turn your tank into a super vehicle, but it will make playing it even more enjoyable. You can test field modifications on the Sandbox server. The future of this feature depends on you. Active participants will be rewarded for testing. Also, die Freunde, wie immer gibt's Rewards für den Sandbox, abchecken, mitmachen Join und the Meinung Sandbox. abgeben, ganz, ganz wichtig. Set up your favorite tanks. Adapt to the fickle conditions of random battles, and share your feedback about field modifications in World of Tanks. Good luck on the battlefield. Ja, liebe Freunde, das war's erstmal soweit mit dem Video. Einerseits Daumen hoch, einerseits Daumen runter für diese neuen Änderungen. Ich freue mich trotzdem über einen Daumen nach oben, wenn ihr das Video gut fandet. Lasst gerne ein Abo da und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ja, ich bin gespannt auf eure Meinung. Ciao, Kakao.